Hallo, ich bin Christopher von iDock und heute zeige ich dir, wie du den Akku von deinem Huawei Mate S selbst austauschen kannst. Die Reparatur ist etwas schwieriger, da zum Beispiel der Akku verklebt ist. Ansonsten gibt es dort wenig Schwierigkeiten, weil zum Beispiel auch die Schrauben alle gleich lang sind. Du solltest ungefähr 45 Minuten für den gesamten Vorgang einplanen und das folgende Werkzeug benötigst du: einen Philips Schraubendreher, einen Torx Schraubendreher, einen Saugnapf, ein Plektrum, einen Stahlspatel, eine Pinzette und einen Spatscher. Zusätzlich empfehle ich dir noch eine Magnetmatte dazu zu holen, da dir sonst die Schrauben verloren gehen können. Das genannte Werkzeug findest du in unserem Online-Shop. Solltest du an einem Schritt nicht weiterkommen, kannst du auch unsere bebilderte Anleitung auf der Internetseite nutzen. Dort hast du auch die Möglichkeit, über die Kommentarfunktion Fragen zu stellen. Ich wünsche dir viel Spaß bei der Reparatur. Bevor du mit der Reparatur beginnst, ist es sinnvoll, das Gerät auszuschalten. Dafür drück den Standby-Button und bestätige dann den Befehl mit dem Finger auf dem Display. Bevor ich jetzt das Gerät öffnen kann, muss ich noch den SIM-Schlitten entfernen. Dafür mit dem Tool in die Öffnung gehen, bis der SIM-Schlitten herausspringt und diesen dann aus dem Gerät entfernen. Um das Gerät zu öffnen, muss das Display hochgeklappt werden. Bevor man das aber machen kann, müssen zwei Schrauben am unteren Ende entfernt werden. Dafür nimmt man einen Torx-Schraubendreher. Um das Gerät zu öffnen, setze ich meinen Saugnapf am unteren Ende des Displays an und nehme mir zusätzlich ein Plektrum zur Hand, womit ich zur Zugrichtung entgegenwirken kann, und muss dann mit etwas Kraft ziehen. Und jetzt ist es ganz wichtig, das Display vorsichtig hochzunehmen, weil der Fingerprint-Sensor auf der Rückseite des Backcovers noch befestigt ist. Dafür dann wieder den Spatscher zur Hand nehmen und den Kontakt vom Logic Board trennen. Noch zu beachten ist, dass das Kabel mit dem Shield hier leicht verklebt ist. Das noch trennen und dann könnt ihr das schon wegnehmen. Ich trenne jetzt den Akkukontakt. Dafür muss ich erst diese zwei Philips-Schrauben lösen. Und wenn ich die beiden Schrauben entfernt habe, muss ich die Abdeckung, die über dem Akkukontakt und anderen Kontakten liegt, herausnehmen. Die Haube ist an zwei Stellen eingehakt und am besten löse ich sie, indem ich mit der Pinzette mittig hineingehe und dann einen Haken nach dem anderen löse und die Haube entferne. Jetzt trenne ich nur noch den Akkukontakt vorsichtig mit dem Spatscher unter den Kontakthaken und diesen lösen. Jetzt entferne ich die Kopfhörerbuchse. Dafür trenne ich zuerst den Steckkontakt mit dem Spatscher, hake vorsichtig dort herunter und löse den Kontakt. Und als nächstes nehme ich mir die Pinzette und entferne vorsichtig die Kopfhörerbuchse. Als nächstes entferne ich die Rückkamera. Deren Kontakt ist unter einer kleinen Haube versteckt, die ich erst lösen muss. Dafür führe ich meine Pinzette unter die Haube und nehme sie dann ab. Dann kann ich ganz vorsichtig mit dem Spatscher den Steckkontakt lösen. Und jetzt brauche ich nur noch die Kamera herausheben. Als nächstes entferne ich die Bedientasten für den Bildschirm und die Lautstärke. Und dafür muss ich zuerst vorsichtig den Kontakt lösen. Hier wirklich nicht zu stark an dem Kontakt reißen, weil sonst das Kabel reißt. Und jetzt muss ich noch das Kabel, da es mit dem Gehäuse verklebt ist, vorsichtig von diesem lösen. Dafür führe ich den Stahlspatel zwischen die Tasten und das Gehäuse mit ganz wenig Kraft, damit ich ja keinen Riss verursache. Jetzt kann ich es entfernen. Bevor ich jetzt das Logic Board entfernen kann, muss ich erstmal alle Kontakte vom Board lösen. Dazu beginne ich mit dem Displaykabel. Ich löse das vorsichtig mit dem Spatscher. Dann mit diesem breiten Flachbandkabel, was zur unteren Platine führt. Und dann noch
mit dem Antennenkabel, was zur unteren Platine führt. Im Folgenden löse ich jetzt die 4 Schrauben, mit denen die Platine befestigt ist. Diese 4 Phillips-Schrauben sind alle gleich lang und können eigentlich nicht vertauscht werden. Wenn doch, hat das aber keine Beschädigung zur Folge. Da die Schrauben entfernt sind, kann ich jetzt die Platine entfernen. Diese ist noch im Gehäuse eingehakt und muss deswegen ausgehakt werden, und dafür setze ich jetzt den Spatscher an dieser Ecke an und drücke die Platine ein bisschen heraus. Das gleiche mache ich noch auf der anderen Seite, weil auch dort ein Haken sitzt. Und jetzt kann ich sie schon vorsichtig herausnehmen. Jetzt will ich die untere Platine entfernen, und dafür muss ich zuerst die 3 Kontakte lösen. Dafür nehme ich mir wie immer den Spatscher zur Hand und löse diese vorsichtig vom Board. Das lange Kabel kann ich gleich entfernen, genauso wie das lange Antennenkabel. Die untere Platine ist jetzt auch wieder mit 2 Phillips-Schrauben gesichert. Diese muss ich entfernen, und danach kann ich auch schon die Platine herausnehmen. Genau wie die Hauptplatine ist auch diese Platine wieder eingehakt. Deswegen vorsichtig den Spatscher ansetzen und die Platine lösen. Jetzt möchte ich den Akku entfernen. Dieser ist mit 2 Klebestreifen im Gehäuse eingeklebt. Die sind hier mit so blauen Laschen markiert, und die muss ich mir mit der Pinzette erstmal hochklappen, damit ich sie irgendwie zu fassen kriege. Ist immer etwas fummelig. So, jetzt habe ich ihn. Und ich mache einen Klebestreifen nach dem anderen. Am besten den Streifen mit möglichst gleichmäßiger Kraft und Geschwindigkeit herausziehen, damit er nicht so schnell reißt. Und möglichst flach herausziehen, weil sonst könnte er auch reißen. So, dann haben wir den ersten schon entfernt. Auch dieser ist etwas widerspenstig. So, jetzt habe ich hier den ersten. Und da geht's los. Dieser ist gerissen. Nicht so schlimm. Einen haben wir schon entfernt. Jetzt nehme ich mir einfach den ESD-Spatscher zur Hand und heble vorsichtig unter den Akku. Und da kommt er auch schon schön. Und eigentlich müsste er jetzt nicht mehr so stark verklebt sein, als dass ich ihn nicht herausbekomme. So. Den Rest kann ich hier noch entfernen. Aber an sich haben wir den Akku jetzt draußen. Da ich für dieses Video auch ein neues Display verwendet habe, sind teilweise noch Schutzfolien am Gerät, die ich später entfernen muss. Jetzt setze ich den Akku wieder ein, und dabei ist ganz wichtig, dass ich den Akku verklebe, da er sonst im Gehäuse klappert. Da ich leider keine originalen Ersatzklebestreifen habe, habe ich mir vom iPhone 5S welche gekürzt und somit zurechtgeschnitten. Diese haben auch wieder eine Lasche, die verklebt werden kann. Und die setze ich jetzt so an, dass sie an den äußeren Enden des Akkus kleben. Und jetzt, wenn ich den Akku herumdrehe, kann ich die beiden Laschen auch von der Schutzfolie befreien. Ups. Und mit eben diesem verkleben wird man beim wiederholten Ausbau die Laschen auch wieder trennen kann. So. Jetzt noch auf der Rückseite die Schutzfolien entfernen. Und den Akku nochmal herumdrehen
und bis zum Anschlag an diese Kante einsetzen, reinfallen lassen und herunterdrücken, damit der Klebstoff sich ordentlich verbindet. Jetzt bringe ich die untere Platine wieder an. Dabei ist zu beachten, dass die beiden Mikrofone in die beiden Gummiführungen geführt werden. Und außerdem muss das Board an 3 Stellen wieder eingehakt werden. Ich setze es zuerst an der unteren Kante an und drücke es dann herunter. Diese Knackgeräusche bedeuten nur, dass die Platine eingehakt hat. Als nächstes muss dann die Platine wieder mit den 2 Phillips-Schrauben im Gerät fixiert werden. Diese schraube ich mit dem Schraubendreher ein und die Platine sitzt fest. Da jetzt die untere Platine wieder eingesetzt ist, können die 3 Kabel wieder angeschlossen werden. Ich beginne mit dem Antennenkabel. Das setze ich zuerst an der unteren Platine an. Es hat noch ungefähr die Form, wie es im Gehäuse sitzen soll. Und füge es dann wieder in diese Führung ein. Sobald es da sitzt, nehme ich mir das lange Flachbandkabel. Dabei ist zu beachten, dass der Pfeil zur Hauptplatine zeigt, beziehungsweise der Knick bei der Hauptplatine endet. Und den Kontakt kann ich einfach auf die Platine drücken. Und als nächstes drücke ich dann noch den Kontakt für den Lautsprecher in die Platine. Bevor ich dann die Hauptplatine einsetzen kann, müssen wieder 2 Folien entfernt werden. Zum einen für die Frontkamera und zum anderen für den Annäherungssensor bzw. Helligkeitssensor. Die Platine kann ich dann schräg ansetzen und muss beachten, dass sie beim Einsetzen wieder in die Haken einhakt. Vorher sollte ich mir auch die Kabel etwas zur Seite biegen, damit ich sie nicht unter der Platine einkeile oder verkante. So, die Platine setze ich jetzt vorsichtig an und drücke sie dann mit wenig Kraft, aber mit bestimmter Kraft in Position. Jetzt muss ich die Hauptplatine wieder verschrauben. Dafür muss ich die 4 Phillips-Schrauben einsetzen und anziehen. Da die Hauptplatine jetzt fixiert ist, können die Kabel wieder angeschlossen werden. Ich beginne hier mit dem Antennenkabel, was von der unteren Platine kommt. Eventuell, wie in diesem Beispiel, drückt sich das Kabel wieder aus der Führung. Dafür einfach nochmal eindrücken. Dann das längere Flachbandkabel verbinden. Das wölbt sich etwas, ist aber nicht weiter schlimm. Und zu guter Letzt das Displaykabel wieder mit der Hauptplatine verbinden. Als nächstes setze ich jetzt wieder die Bedientasten ein. Diese haben Öffnungen, in die Nasen geführt werden müssen. Das vereinfacht mir den Anbau und ich drücke sie dann einfach vorsichtig an den Gehäuserahmen. Dann muss das Kabel noch einmal umgelegt werden. Auch hier gibt es wieder 2 Nasen. Und zu guter Letzt der Kontakt noch einmal an die Platine gedrückt. Ich setze jetzt die Rückkamera wieder in die Mulde. Dazu einfach vorsichtig hineinfallen lassen, den Kontakt mit der Platine wieder verbinden und als dritten Schritt die Haube, dessen Nase in das Shield geführt werden muss, wieder anbringen. Dann setze ich die Kopfhörerbuchse wieder ein. Dafür einfach beachten, dass die beiden Nasen in die beiden Öffnungen geführt werden. Dann sitzt es auf jeden Fall richtig. Und wenn es dann sitzt, den Kontakt verbinden. An dieser Stelle kann dann der Akku schon wieder mit der Platine verbunden werden. Einfach den Kontakt in die Buchse drücken. Ich setze jetzt das Abdeckblech wieder an. Das besitzt hier und hier eine Nase und setze es
zuerst bei dem Blech an, drücke es dann herunter, hebe es in der Mitte nochmal etwas mit der Pinzette an, da es nur in die obere Nase einhakt, wenn es leicht gebogen ist. Und dann ist es auch schon fertig und kann verschraubt werden. Verschraubt werden muss es dann mit den 2 Phillips-Schrauben. Diese einfach ansetzen und den Schraubendreher drehen. Da jetzt alle Teile wieder in das Display eingebaut sind, kann das Backcover angebracht werden. Da muss ich zuallererst den Anschluss vom Fingerprint-Sensor mit dem Logic Board verbinden. Dann kann ich das Display schon ansetzen. Dafür setze ich es an der oberen Kante zuerst an und drücke es langsam mit wenig, aber bedachten Druck in das Backcover hinein. Drücke es nochmal an und dann habe ich es schon zusammen. Dann setze ich die beiden Torx-Schrauben wieder ein, um das Gehäuse zu schließen. Ich setze jetzt noch den SIM-Schlitten wieder ein. Ich hoffe, dir hat die Reparatur Spaß gemacht und wenn du an einer Stelle hängen geblieben bist, kannst du mich natürlich über iDock.eu kontaktieren. Ich werde dir gerne helfen. An dieser Stelle auch nochmal einen großen Dank an Isabel, die uns ihr Gerät zur Verfügung gestellt hat.